Welche sind tatsächlich die besten und wichtigsten Einstellungen für den Footprint Chart? Braucht man wirklich eine Absorption, ein Kaufsimbalance, ein steigendes Delta und vielleicht noch 10 oder 20 unnötigen Informationen dazu? Das braucht man nicht, natürlich nicht. Liebe Community, im heutigen Webinar möchte ich mich genau mit diesem Thema beschäftigen. Das Thema Footprint und die Wichtigkeit der einzelnen Indikatoren, was man wirklich tatsächlich benötigt, um richtig guten, starken Levels zu identifizieren. Eine Absorption, ein Kaufsimbalance, ein steigendes Cumulative Delta gehört nicht dazu. Es geht hier primär und vielmehr um die wahre Richtung der institutionellen Marktteilnehmer, europäische oder amerikanische Marktteilnehmer, ihre Positionierung, weil jede einzelne Sitzung hat eine klare Richtung. Man muss auf jeden Fall ja auch wissen, wo die stärksten Levels sind. Das lässt sich im Volume Profile in Kombination mit einem TPO bzw. Market Profile identifizieren. Wir wollen natürlich nur die stärksten Levels handeln, nicht jedes einzelne Hoch, jedes einzelne Tief, wo wir eine Absorption oder Entkräftung sehen. Das sind keine guten Einstiege. Ja, das könnt ihr wirklich nur kurzfristig halten und dann kommt es sowieso wieder zu einer starken Liquidierung Richtung große Liquidität. Und das ist genau das Problem, wenn man sich auf jede einzelne Mikrostruktur, wie zum Beispiel diese hier, fokussiert. Wenn wir das natürlich hier so betrachten, isoliert, fangen wir an, überall bei jedem einzelnen Hoch oder Tief Absorptionen und irgendwelche Einstiegssignale zu identifizieren, die absolut keine Bedeutung haben. Hier steigt das Delta an. Verkäufe wurden stark absorbiert, wie man sieht, auf der Bit-Seite hatten wir sehr viele negative Zahlen, auf jeden Fall negatives Delta plus starken Verkaufsimbalances. Delta steigt schon langsam, wie gesagt, an. Da sieht man ja auch die ersten Käufer und man würde natürlich ja normalerweise sagen, ja super, das sieht alles sehr, sehr interessant aus für einen, also wirklich ja gut für einen Long-Einstieg. Delta bestätigt meine Idee, ich steige ein mit dem Stopp unter dem Level. Was passiert unter dem Level? Unter dem Level liegen sowieso sehr viele Stops und das ist Treibstoff für den Markt. Hier haben sehr viele Trader einen guten Verlust kassiert. Alleine durch eine Absorption, eine Entkräftung beim Delta, eine Kauf- oder Verkaufsimbalance lassen sich keine guten Trades identifizieren, denn das gibt es überall. Bedeutet, wir benötigen als erstes, wie gesagt, eine gute qualitative Analyse und wirklich klare Levels, wo die großen Institutionen sitzen und ihre Short- oder Long-Positionen verteidigen bis zur Schlussauktion, weil die bewegen dann den Markt Richtung Schlussauktion. Es gibt bestimmte Uhrzeiten dafür und genau in dieser Zeit sind die wirklich, wirklich aktiv unterwegs, um ihre Gewinne dann im Endeffekt zu realisieren. Was bedeutet das jetzt für uns? Also diese Version, also diesen Footprint Chart, diesen spezifischen Footprint Chart, würde ich nicht empfehlen mit diesen Einstellungen, Delta-Einstellung, Cumulative Delta unten, Verkauf- oder Kaufsimbalances. Das bringt uns wirklich, wirklich keine qualitative Information. So einfach ist es nicht. Ja, ich zeige euch jetzt, was man stattdessen benötigt, um die großen Marktteilnehmer zu identifizieren. Die machen sich natürlich ja auch bemerkbar, lassen sich im Endeffekt ja auch identifizieren, gewollt oder ungewollt. Wir sind in der Lage, natürlich ihre Aktivitäten, ihre Levels zu identifizieren und zusätzlich ja auch, ob sie dort immer noch verteidigen, ob sie dort immer noch Interesse haben, ja, wie gesagt, das Level zu verteidigen. Und das macht man folgendermaßen. Das ist der Footprint Chart, den man tatsächlich benötigt. Ich habe hier kein Cumulative Delta, ich habe hier auch keine Kaufs- oder Verkaufsimbalances und was man hier sehen kann, ist einen ziemlich sauberen, einfachen Footprint Chart ohne 10 oder 20 Indikatoren irgendwie, ohne Cumulative Delta und so weiter und so fort. Und warum ist das hier wirklich, wirklich super, super, super gut? Wenn wir unsere Key Levels kennen, dort wo die großen Marktteilnehmer sitzen, dann fokussieren wir uns auf die sogenannten Cluster. Und das ist die absolut beste Vorgehensweise, um große Marktteilnehmer zu identifizieren. Jeder Markt bildet Cluster an bestimmten Zonen und das, was man hier sehen könnte, ist tatsächlich ja auch ein ziemlich wichtiges Level, 84,95, dort wo der Markt im Endeffekt auch einen ziemlich großen Cluster über einen bestimmten Wert gebildet hat und gleichzeitig hatten wir hier erhöhte
Handelsaktivitäten. Es ist nicht so, dass ich hier oder da nach Kaufsimbalance suche, nach steigendem Delta. Sowas interessiert mich überhaupt nicht. Durch die Volumenerhöhung lassen sich, wie gesagt, ja auch die Parteien erkennen, die jetzt den Markt passiv blockieren, die jetzt unterwegs sind und ihre Levels verteidigen. Alles andere sind wirklich nur Zwischenlevels, eventuell ja auch nur von Retail-Tradern oder mittelgroßen Instituten, aber dort, wo wirklich ja starke Institutionen sitzen, haben wir in der Regel jetzt besonders gut bei diesem 8er Range Chart große Marktteilnehmer, die sich auf jeden Fall ja auch bemerkbar machen. In wirklich einer kleinen Mikrostruktur, also innerhalb dieser 8er Range Kerze, innerhalb dieser 8er Range Periode, dass wir dort so viel Volumen haben jetzt auf einmal, das ist doch kein Zufall. Ja? Das ist eine absolut tolle Vorgehensweise und dafür benötigen wir hier bei Atos diese Einstellung hier. Wenn ich die Chart Settings öffne, klicke ich auf Cluster Settings. Das ist eine wirklich einfache Methode, um einen bestimmten Filter zu setzen. Und zwar, wir haben hier die Möglichkeit, den Bit, das ist jetzt wirklich das sind die besten Einstellungen für den Ölmarkt. Nicht vergessen, diese Filterung ist abhängig von der Zeiteinheit. 8er Range Chart, da habe ich natürlich alle Einstellungen schon für jeden Markt, für Goldmarkt, für Nasdaq, für S&P, für den Ölmarkt. Und mit diesen Einstellungen, das sind die einzelnen Einstellungen, die wir wirklich ja benötigen, in Kombination mit einem Volumen. Und so lassen sich diese Cluster identifizieren. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir auch die stärksten Levels. Hier ist jetzt ein Problem. Da hatten wir auch ein Cluster. Es wurde tatsächlich ja kurzfristig nur aufgehalten, aber was sieht man hier? Da kann man wirklich nichts Interessantes sehen. Deswegen sage ich, das sind die zwei Komponenten, also einmal das horizontale Volumen und einmal das vertikale Volumen bestätigt auf jeden Fall die Signifikanz der jeweiligen Struktur. Und hier wurde etwas ausgeführt, etwas wurde hier getriggert. Und das ist auch ein Zufall. Schaut euch das an. Vor diesem Punkt hatten wir wirklich nur solche zickzackigen Bewegungen ohne starke Kraft drin. Also es gab wirklich ja keine Power, würde ich sagen, drin. Also nachdem dieser Cluster gebildet wurde, nachdem hier unten die großen Marktteilnehmer ebenso auch ihre Zonen, ihre Zone verteidigt haben, nachdem wir hier unten auch die großen Marktteilnehmer hatten, die weiterhin Interesse hatten, diese Zone zu verteidigen, ist es dann zu einer wirklich starken und explosiven Bewegung in die Long-Richtung gekommen. Liebe Community, das ist unsere einzige Aufgabe. Wie gesagt, bei Atos lässt sich das wirklich ganz einfach einstellen unter Chart Settings, unter Cluster Settings. Ich würde euch diese Variante empfehlen, Bid und Ask mit diesem X in der Mitte oder einfach ja mal Bid und Ask Centered. Ganz unten ist es natürlich auch wichtig, den bestimmten Wert einzugeben, 190 hier, wie man sieht, für 8er Range Chart. Beim Crude Oil für Nasdaq würde ich ja alles über 25 als Cluster definieren. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn durch die Cluster lassen sich tatsächlich die stärksten Levels identifizieren. Das muss natürlich auch zusätzlich durch die Volumenbildung bestätigt werden. Hier hatten wir wieder 1567, eine Clusterbildung über 195, wie man sieht, und sofortige Reaktion bei diesem Level. Ja? Wie gesagt, fokussiert euch am besten auf die stärksten Levels. Diese lassen sich im Volume Profile und TPO identifizieren. Tradet bitte keine Zwischenlevels. Das bringt euch wirklich wenig bis gar nichts, auf so langfristig gesehen. Und stattdessen würde ich euch natürlich empfehlen, nur noch die stärksten Levels zu identifizieren und dort eventuell ja auch nach Clustern zu suchen. So, ich zeige euch jetzt gleich auch ein gutes Beispiel im S&P. Das ist ja der 8er Ranger, das habe ich jetzt vorbereitet. Ein ziemlich wichtiges Level in der aktuellen Richtung der großen Marktteilnehmer. Zusätzlich hatte ich natürlich ja auch diesen Cluster drinnen. Keine Kaufs- oder Verkaufsimbalances, kein Cumulative Delta, keine zusätzlichen Sachen. Staked Imbalances interessieren mich ja auch nicht. Es gibt Sachen, die wesentlich wichtiger sind. Es macht einfach keinen Sinn, auf diese Sachen zu achten, die uns den Fokus und im Endeffekt auch die Energie kosten. Wenn wir wissen, dass ein Cluster in Kombination mit dem Volumen selbst an der richtigen Stelle die große Bedeutung haben, dann fokussieren wir uns wirklich nur noch auf diese Sachen, die uns was bringen.
Und hier hatten wir wieder ein tolles Beispiel. Wie gesagt, an der richtigen Stelle, ein richtig gutes Level. Da wurde stark wieder geblockt, es wurde hier wieder geblockt. Da hatten wir den ersten starken Cluster. Die großen Marktteilnehmer haben unten verteidigt, wie man sieht. Und der Markt lief dann stark nach unten. Warum ist das wirklich ja so gut? Weil die großen Marktteilnehmer verteidigen ihre Positionen per Limit. Das sind die wahre Liquidität am Markt. Und wenn ein Cluster entsteht, bedeutet es einfach, dass dort sehr viele Stops getriggert wurden, beziehungsweise auch gleichzeitig, dass dort sehr viele Käufer oder Verkäufer versucht haben, sich zu positionieren. Das sind in den meisten Situationen Retail-Trader und die wurden sofort von den großen Marktteilnehmern absorbiert und hatten keine Chance, dort bei diesem Level etwas zu machen. Und genau aus diesem Grund macht es Sinn, auf eine Clusterbildung zu achten, weil das sind die Trades mit dem absolut meisten Potenzial. Unsere erste Aufgabe ist es, wie gesagt, ja auch nach den stärksten Levels zu suchen, dort eine Clusterbildung zu finden, in Kombination auch mit einer starken Volumenerhöhung, um dort eventuell ja auch nach einem Trade zu suchen. Bei Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Meine täglichen Analysen findet man in der Telegram-Gruppe. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.